In diesem Airbrush-Tutorial zeige ich euch, wie ihr eine Krake sprüht. Hallo, mein Name ist Anja von Airbrush Genial. Genial einfach. Los geht's! Und schon sind wir mittendrin. Ich habe für den Hintergrund ein Schwarz verwendet mit einem Tropfen Ultramarin. In diesem Video habe ich zudem noch ein Easter Egg versteckt, und zwar eine kleine Zwischenreinigung von der Pistole, weil ich ja immer so viele Zuschriften bekomme bezüglich der Pistolenreinigung. Ja, habe ich das euch jetzt einfach mal im Video festgehalten, weil meine Pistole tatsächlich auch verstopft war. Also bleibt auch unbedingt dran, damit ihr auch nichts verpasst, auch am Ende vor allen Dingen, dass ihr da auch nicht das Ergebnis verpasst und vor allem natürlich die Reinigung der Pistole nicht verpasst, weil da ist echt viel Mist passiert. Und jetzt geht es hier auch schon los mit der Zwischenreinigung der Pistole. Das erste, was ich mache, ich nehme den Schminkereiniger, nehme dazu noch ganz viel Wasser, rühre das immer oder löse die Farbe im Farbnapf mit dem Pinsel, mit dem Borstenpinsel an und dann spüle ich das immer aus, indem ich blubber quasi, also vorne die Nadelspitze einfach zuhalte mit Daumen und Zeigefinger. Dann blubbert das ja so im Farbnapf und dann kippe ich das aus. Also ich sprühe die Farbe nicht aus, weil dann setze ich das wieder zu, ne? Ganz wichtig. Sondern erst blubbern, mehrere Schritte, das einmal 3 bis 4 Mal wiederholen, bis keine Farbreste mehr da rauskommen. Und jetzt habe ich die Pistole bzw. die Düse auch ein bisschen auseinandergeschraubt, ne? Also Düsenkappe, das ist jetzt hier die Düse und die habe ich jetzt mit einer Airbrush Nadelreinigung bzw. Reinigungsnadel, so rum heißt das ja. Diese verwende ich jetzt, um die Düse und die Farbreste, die in der Düse sich festgesetzt haben, ganz vorsichtig rauszubefördern sozusagen. Und wenn ihr mal dabei berücksichtigt, wie groß diese kleine Düse im Grunde genommen nur ist, ne? Also ich spreche hier von einer Pistole mit 0,23er Düse, also wirklich sehr, sehr klein. Und wenn ihr gleich mal seht, was aus dieser kleinen Düse alles rauskommt, also ihr werdet staunen. Also erstes Alarmzeichen sollte auch bei euch dann sein, dass wenn die Nadel nicht mehr aus der Düse herausragt oder nicht mehr quasi sichtbar ist oder nur noch wenig sichtbar ist, dass dann die Düse total fest sitzt. Und hier seht ihr, ich nehme jetzt ganz vorsichtig auch nochmal die Nadel, ne? Genau, und reinige diese auch nochmal. Ja, und hier seht ihr das Ergebnis. Also schaut euch mal das Verhältnis der Düse an, wie klein die ist und wie viel da drin steckte. Und wenn das bei euch auch so der Fall ist, dann könnt ihr euch vorstellen, warum eure Pistole nicht richtig arbeitet, eure Airbrush-Pistole. Genau das ist der Grund. Deshalb möglichst immer regelmäßig sauber machen und wenn ihr diese Düse, also eine schraubbare Düse habt, bitte wirklich seid ganz vorsichtig, ne, weil die geht schnell vom Gewinde kaputt. Also wenn ihr die zu fest anzieht, dann könnte die kaputt gehen, ne? Also wenn ihr die wieder drauf montiert sozusagen. Ne, aber wenn ihr die auch abmacht, dann könnte die auch kaputt gehen. Also wirklich seid damit vorsichtig, weil die Dinger sind auch schweineteuer. Ne, ich habe da schon Erfahrungswerte. Macht das auf jeden Fall vorsichtig und auch vor allem mit der Airbrush Reinigungsnadel. Also wenn ihr das zu extrem macht, dann kann das auch sein, dass ihr die Düse kaputt macht und die Düse einen Riss bekommt. Dann arbeitet eure Airbrush-Pistole natürlich auch nicht mehr. Ich muss mich hier auch an der Stelle nochmal korrigieren. Das war jetzt nicht die 0,23er Düse, also nicht die Customer Micron, die ich da verwendet habe, sondern die Toricon mit 0,3er Düse. Aber selbst da, was da aus der Düse rausgekommen ist, ne, die saß richtig zu. Und ich behaupte schon von mir, dass ich die Pistole immer gut reinige und selbst bei mir saß sie so zu. Ne? Und jetzt stellt ihr euch mal vor, ihr habt jetzt mit der Airbrush-Technik angefangen, seid noch nicht so lange dabei. Am Anfang wisst ihr noch gar nicht, wie so eine Pistolenreinigung womöglich richtig geht. Dann könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Mist sich zusammensammelt.
Und genau das, meine lieben Airbrush-Freunde, führt dazu, dass ihr frustriert seid, ne, wenn die Airbrush-Pistole nicht richtig funktioniert, wenn ihr irgendwas sprüht. Deshalb, ich kann es nicht genug sagen, reinigt eure Pistole ordentlich und am besten auch immer nach Nutzung. Macht das nicht so, es gibt auch den faulen Weg, dann muss man aber länger putzen, also eigentlich ist das gar nicht der faule Weg, ne, wenn man nach der Nutzung die Pistole nicht sofort reinigt. Deshalb immer am besten sofort reinigen, sonst klebt die Farbe an der am Farbnapf, an der Pistolenwand und wie auch immer. Ja, und jetzt geht es hier weiter mit der Krake. Ich habe hier für die Krakenhaut ein Grau gemischt aus dreimal, jetzt lasst mich nicht lügen, Rot-Orange, 3 Tropfen Rot-Orange und 1 Tropfen Ultramarin, und das gibt dieses warme Grau wieder. Um die einzelnen Hautstrukturen wieder einzuarbeiten, nutze ich unterschiedliche Radierer. Einmal den Tombow E-Razor, der Präzisions-E-Razor sozusagen, also Radierer, der ziemlich genau radiert, wie ihr hier seht. Ich habe die Spitze auch vorher noch in Form gebracht mit einem Skalpell. Da habe ich die leicht angeschrägt, damit die noch spitzer ist quasi und ich dann hier super die Sachen ausradieren kann in der Krakenhaut, die ich eben benötige. Gleich nutze ich auch noch den Faber-Castell Radierer mit der weichen Seite. Ich arbeite hier auch wieder auf einem Karton, auf einem Airbrush-Karton. Daher kann ich auch hier gut drauf radieren und da passiert nicht viel. Der Karton ist sehr robust. Das ist das Artboard. Die Größe ist diesmal hier auch DIN A4 wieder, also gar nicht so groß ist hier der Kraken, ja. Und den habe ich ganz normal auf dem Artboard wieder durchgedrückt. Also ich habe mir quasi eine Kopie ausgedruckt, die Seite eingeschwärzt und dann einmal den Kraken durchgedrückt auf dem Karton. Mir vorher aber auch ein paar Markierungen gemacht, ne, falls mal die Vorlage verrutscht, damit ich das auch wieder akkurat anlegen kann. Damit das gleich auch nicht so ausradiert aussieht, ja, wir wollen es ja radieren, ne, aber es soll ja auch naturalistisch aussehen, wird das auch gleich wieder übersprüht mit der Airbrush-Pistole, aber seht gleich selbst. Hier habe ich diesmal auch direkt die kleinere Pistole verwendet, also nicht die Torrigon, sondern die Customer Micron, die habe ich verwendet. Ich will immer Customer Paint sagen, aber nein, die Customer Micron habe ich verwendet mit 0,23er Düse. Da gehe ich auch sehr, sehr dicht dran am Maluntergrund, ihr seht das hier, weil ich auch einzelne Punkte sprühe. Gleich arbeite ich auch noch mit dem Stift, ne, aber die einzelnen Punkte, die sprühe ich auch schon mal vorab mit der Airbrush-Pistole. Und wenn ich dann gleich einzelne Punkte noch hervorheben möchte, dann arbeite ich da auch noch mit einem Stift. Um die Radierreste zu entfernen, nutze ich hier immer meinen Zeichenbesen, ja, damit auf jeden Fall der Maluntergrund auch sauber bleibt. Sonst kann das sein, wenn ich dann mit der Airbrush-Pistole wieder drüber arbeite, ja, dass die Radierreste eben auf dem Maluntergrund kleben bleiben. Und das will ich natürlich vermeiden, weil das sieht einfach nicht schön aus. Gleich nutze ich auch ein anderes Graugemisch, weil die Tentakeln, ich hoffe, die heißen so, also die Krakenarmen oder die Krakenarme, die werde ich ein bisschen dunkler mit einem Blau-Grau-Gemisch eben anlegen. Ihr werdet das gleich sehen. Gleich gibt es auch einen kleinen Sprung, damit ich euch hier auch nicht zu langweile. Um jetzt eine Illusion von Tiefenwirkung einzuarbeiten hier in diesem Bild,
ist es jetzt umso wichtiger, dass wir die Überschneidung, also auch wenn ihr das natürlich nachsprüht, ne, dass die Überschneidungen eben teilweise dunkler angelegt werden und der darüber liegende Arm eben heller ist. Ne, dann gibt es diese Illusion der Überschneidung quasi und der Tiefenwirkung. Ja, und hier seht ihr schön auch das andere Farbgemisch, ne? Also das, was ich eben dunkler angelegt habe mit einem höheren Blauanteil. Ist zwar auch ein Grau, aber wie gesagt ein kälteres Blau mit einem höheren Blauanteil. Gleich folgen die abschließenden Arbeiten. Das habe ich euch jetzt nicht mehr so wirklich eingeblendet. Ihr seht das nur noch im Endergebnis, weil hier findet ihr dazu auch zahlreiche Videos, wie ich das mache. Und zwar die Stifte, die ich dafür verwende, und ich nutze auch einige Pastellstifte, die sich da hervorragend für eignen. Ja? Aber seht gleich selbst, wie das Ergebnis wird. Und ich freue mich über zahlreiche Kommentare. Also wenn ihr das Ergebnis gut findet oder wenn es ihr auch mal nicht gut findet, ne, schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Damit die Krake jetzt auch nicht so aufgeklebt aussieht auf dem Maluntergrund, habe ich jetzt auch bei der Umrandung der Krake, also die einzelnen, sage ich mal, die einzelnen Farbpaletten da noch dunkler gestaltet. Also unten die Tentakeln ja sowieso dunkler, ne, und drumherum, aber auch der Kopf, ihr seht das, da bin ich mit einem Verlauf von links oben nach rechts unten gegangen quasi, damit das nicht mehr so quasi wie ein Sticker aussieht, der draufgeklebt ist auf dem Maluntergrund. Wie immer verlinke ich euch alle Airbrush-Materialien in der Infobeschreibung. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links, also wenn ihr darüber bestellt, dann erhalte ich eine kleine Provision und ihr supportet mich und natürlich auch meinen Kanal und ich würde mich darüber riesig freuen. Für all diejenigen, die das bereits tun, vielen Dank dafür. Und noch ein wichtiger Hinweis, ihr habt dadurch keinen finanziellen Nachteil natürlich. Dadurch, dass ich jetzt hier die Tentakeln richtig angelegt habe, ne, mit diesen Überschneidungen und die hinteren Tentakeln immer dunkler dargestellt sind, die vorderen im Vordergrund natürlich heller, ja, bekommt diese Krake natürlich jetzt auch Tiefenwirkung. Genauso wie jetzt hier das mit dem Verlauf am Kopf, bekommt sie auch schon eine Tiefenwirkung. Und das meinte ich vorhin, dann sieht das nicht mehr so aus, als wäre sie wirklich aufgeklebt, ja, und das sieht so zweidimensional aus, sondern es bekommt dann eine Dreidimensionalität. Schwieriges Wort.
Weitere coole Airbrush-Tierporträts findet ihr in dieser Playliste. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Ciao.